Heute machen wir ein leckeres Dessert mit Pistazien. Als erstes müssen wir die Pistazien schälen und wir verwenden natürlich geröstete und ungesalzene. Durch den hohen Gehalt an Ballaststoffen sind sie auch gut für die Verdauung. So wie mit allen Nüssen, natürlich in Maßen genießen. Wir benötigen 100 Gramm und das passt so. Jetzt tun wir die Pistazien in den Mörser, denn wir wollen sie ein bisschen klein haben. Pistazien werden jetzt klein gemacht. Falls du keinen Mörser hast, kannst du auch gerne eine Küchenmaschine oder einen Pürierstab verwenden. Das sieht schon ganz gut aus. Und jetzt nehmen wir uns die Datteln. Wir benötigen 3 Stück, die wir erst entkernen. Schnappe ich mir ein schönes scharfes Messer und schneide die ganz fein. Wir tun die Datteln hier in die Schüssel. Jetzt geben wir die Pistazien hinzu. Das Ganze dauert eine Weile, bis alles gut verknetet ist. Und dadurch, dass die Datteln sehr süß sind, braucht man auch keinen extra Zucker mehr. Das Ganze ist mir noch ein bisschen zu trocken und ich werde noch eine Dattel dazugeben, damit man mehr Bindung bekommt. Das Ganze ist jetzt schön kompakt und wir können mit der Weiterverarbeitung beginnen. Das Ganze teilen wir jetzt in 2 Teile und formen davon Stangen. Und fertig ist die erste Rolle. Wir benötigen jetzt 20 Gramm Sesam. Der Sesam ist geröstet und wir können ihn vom Herd nehmen. Ich verwende die Pfanne, um nachher die Rollen da drin zu rollen. Und ich habe den Sesam daraus gemacht, damit er nicht zu dunkel wird. Und den restlichen Sesam kannst du morgen für dein Müsli verwenden. Jetzt machen wir mit einem Löffel einen kleinen Graben hier rein. Und es ist ganz wichtig, die Enden ein bisschen hoch zu drücken, damit später die Schokolade nicht ausläuft. Und wieder hier die Enden verschließen. Vorsicht, das Wasser darf nicht zu heiß werden, sonst verbrennt die Schokolade. Wir beginnen mit der dunklen Schokolade. Und den anderen füllen wir jetzt mit weißer Schokolade auf.
Ganze klopfen wir noch ein bisschen, damit die Oberfläche glatt wird und die Luftblasen rauskommen. Das Ganze lasse ich jetzt über Nacht stehen, damit die Schokolade auch anziehen kann und damit wir es morgen genießen können. Während alles nun über Nacht anzieht, möchte ich die Gelegenheit kurz nutzen, um etwas über die Pistazie zu erzählen. Du wirst nun etwas erfahren, das du so vermutlich noch nicht gewusst hast. Die Pistazie, botanisch als Steinfrucht klassifiziert, hat ihre Wurzeln im Nahen Osten und zählt heute Kalifornien, Afghanistan, den Iran und die Türkei zu ihren Hauptanbaugebieten. Die Bedingungen dort, reichlich Sonne und Wärme, sind ideal für den Anbau dieser anspruchsvollen Pflanze. Es dauert bis zu 7 Jahre, bis ein Pistazienbaum Früchte trägt, und selbst dann erfordert die Ernte sorgfältige Handarbeit, was den hohen Preis dieser Nüsse teilweise erklärt. Einen fairen Preis solltest du bei deiner Produktwahl also im Auge behalten. Vorsicht ist geboten, wenn es um gesalzene Pistazien geht. Der erhöhte Natriumgehalt in gesalzenen Pistazien kann für Personen mit Bluthochdruck problematisch sein. Allerdings bringt die Geschmacksrichtung Salz auch einen psychologischen Faktor. So kann es eine Quelle des Trostes und eine Methode zur Stressbewältigung sein, hier zuzugreifen. Um den Drang nach Salz zu überwinden, beginnen wir damit, unsere Essgewohnheiten bewusst zu reflektieren und zu verstehen. Da wir das nun wissen, ersetzen wir Salziges lieber durch die gesunde Alternative und greifen ab jetzt immer zur ungesalzenen Variante. Die hohe Menge an enthaltenen ungesättigten Fettsäuren verringert das Risiko von Herzkrankheiten, was unsere Gefäßflexibilität deutlich verbessert. Es gibt also gute Gründe, wieso wir Lust haben. Lust auf Pistazien. Die Riegel haben jetzt eine Nacht im Kühlen verbracht und sind komplett ausgehärtet. Und ich schneide mal einen an. Da du es bis hierhin geschafft hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Wie man macht, auf YouTube und Telegram.